Die Straßen von Sahara de los Atunes sind noch menschenleer, als wir uns auf den Weg machen. Und somit begrüßen wir euch alle mit einem Grüezi, Servus und Hallo zu Kapitel 4 unserer Reise. Die heutige Etappe ist mit 182 Kilometern eine der kürzeren unserer Reise. Dennoch brechen wir früh auf, da wir uns für den Nachmittag eine Besichtigung einer Sherry Bodega in Jerez de la Frontera vorgenommen haben. Nach knapp einer halben Stunde Fahrt erreichen wir unser erstes Ziel, den Faro de Trafalgar. Der Leuchtturm, der auf einer Klippe thront und einen atemberaubenden Blick auf das Meer bietet, ist bekannt für seine historische Bedeutung, da hier im Jahre 1805 die berühmte Seeschlacht von Trafalgar zwischen der spanischen Armada und der britischen Flotte unter dem berühmten Admiral Nelson stattfand. Es gibt eine Straße zum Leuchtturm, diese ist aber gesperrt, da sie immer wieder mit Sand bedeckt ist. Ein Durchkommen mit dem Motorrad ist unmöglich, so bleibt uns nur der Blick aus der Ferne. Wir setzen unsere Fahrt fort und verlassen die Küstenstraße Richtung Landesinnere. Die Landschaft wird flacher, nur kleine Hügel sind am Horizont zu erkennen. Wir haben uns von der asphaltierten Straße entfernt und fahren nun auf einer breiten Schotterstraße. Dabei haben wir die ersten Toros auf der Wiese entdeckt. Die spanischen Toros zählen zweifellos zu den bekanntesten Rinderrassen weltweit und beeindrucken mit ihrer imposanten Größe und Stärke. Seit Jahrhunderten werden sie in Spanien gezüchtet und haben sich zu einem wichtigen Bestandteil der Kultur und Tradition des Landes entwickelt, vor allem in der Region Andalusien. Obwohl sie oft mit dem umstrittenen Stierkampf in Verbindung gebracht werden, werden sie auch für andere Zwecke wie die Fleischproduktion und Landwirtschaft eingesetzt. Jede Offroad-Fahrt findet irgendwann ihr Ende. Wir nähern uns wieder der Küste und somit unserem nächsten Stopp. Schon von weitem ist der majestätische Faro de Roche erkennbar, der sich in der Nähe des charmanten Ortes Conil de la Frontera befindet und ein beliebtes Ziel für Touristen ist. Der imposante Leuchtturm wurde erst im Jahre 1988 erbaut und ragt stolze 21 Meter in die Höhe. Er ist ein wichtiger Orientierungspunkt für Schiffe, die entlang der Küste von Andalusien fahren. Wir haben Cádiz erreicht. Die Stadt ist bekannt für ihre historischen Gebäude, ihre Strände, ihre lebendige Kultur und ihre Bedeutung als wichtiger Hafen und Handelsplatz. Zudem hat sie eine reiche Geschichte und ist bekannt für ihre Rolle bei der Entdeckung Amerikas. Gerne hätten wir auch hier 1 oder 2 Tage verbracht. Da wir jedoch nicht unbegrenzt Zeit haben,
haben wir uns für eine kleine Stadtrundfahrt auf dem Motorrad entschieden. Wir verlassen die wunderschöne Stadt Cádiz über die imposante Brücke Puente de la Constitución de 1812, die im Jahre 2015 eröffnet wurde und von den Einheimischen liebevoll Puente de la Pepa genannt wird. Nach einer Fahrt von knapp einer halben Stunde erreichen wir das wunderschöne Jerez de la Frontera, das für seine exquisiten Sherryweine und die berühmte Rennstrecke Circuito de Jerez Ángel Nieto bekannt ist. Nachdem wir unser Hotelzimmer im Herzen der Stadt bezogen haben, machen wir uns auf den Weg zur renommierten Bodega Tío Pepe. Dort erwartet uns nicht nur eine interessante Führung durch die historischen Weinkeller, sondern auch die Möglichkeit, die köstlichen Weine zu probieren. Sherry wird aus der Palomino Fino Traube hergestellt, die in der Region um Jerez de la Frontera angebaut wird. Nach der Ernte werden die Trauben gepresst und der Most wird in Fässer gefüllt, wo er fermentiert und anschließend in einem komplexen Verfahren gealtert wird, um den einzigartigen Geschmack und Charakter des Sherrys zu entwickeln. Es gibt verschiedene Arten von Sherry, die sich in Farbe, Geschmack und Herstellungsprozess unterscheiden, wie Fino, Manzanilla, Amontillado, Oloroso und Pedro Jiménez. Fino und Manzanilla sind trockene Sherryarten, während Amontillado und Oloroso komplexere Geschmacksprofile haben. Pedro Jiménez hingegen ist ein süßer Sherry mit einem intensiven Geschmack von Rosinen und Datteln. Nach dieser interessanten Führung lassen wir es uns nicht nehmen, am Abend in einer kleinen traditionellen Tapasbar den einen oder anderen Sherry zu genießen. Tag 13 fängt mit einer kurzen Fahrt vom Hotel zur berühmten Rennstrecke Ángel Nieto, die etwas außerhalb von Jerez de la Frontera liegt. Ángel Nieto ist eine spanische Motorradfahrerlegende, der in den 1970er und 80er Jahren aktiv war. Er gewann insgesamt 13 Weltmeistertitel in verschiedenen Klassen
und gilt als einer der erfolgreichsten Motorradrennfahrer aller Zeiten. Leider verstarb er im Jahre 2017 bei einem Verkehrsunfall. Wir setzen unsere Reise fort und steuern die wunderschöne Stadt Arcos de la Frontera an. Sie liegt lediglich 35 Kilometer von Jerez entfernt. Um erst am späteren Nachmittag unser Ziel zu erreichen, nehmen wir daher einen 217 Kilometer langen Umweg in südlicher Richtung unter die Räder. Zu Beginn unserer Route erwartet uns eine sanfte, hügelige Landschaft, die von geradlinigen Straßen durchzogen wird. Die Umgebung wird geprägt von Weinbergen, deren Trauben für die Herstellung des Sherrys verwendet werden, sowie von großen Olivenbaumplantagen. Es ist sicherlich vielen von euch aufgefallen, dass viele Städte und Dörfer in Andalusien den Namenszusatz de la Frontera tragen. Das Wort Frontera bedeutet auf Spanisch Grenze. Diese Städte wurden oft an strategisch wichtigen Punkten an der Grenze zwischen dem muslimischen und dem christlichen Königreich während der Reconquista, also der Rückeroberung Spaniens von den Maurern, zwischen dem 8. und 15. Jahrhundert gegründet. Daher tragen sie den Zusatz Frontera in ihrem Namen, um auf ihre historische Bedeutung als Grenzstädte hinzuweisen. Als wir in Alcalá de los Cazuelos einfahren, einem der unzähligen traditionellen Pueblos Blancos, zeigt die Uhr auf dem Display bereits 14 Uhr an. Es ist also Essenszeit und schnell haben wir auch ein Restaurant gefunden. Nach einem üppigen Mahl setzen wir unsere Reise fort. Die Temperaturen liegen jetzt
kurz 3:30, bei sehr angenehmen 27 Grad Celsius und dies Mitte April. Im Hochsommer würden sie um diese Zeit wahrscheinlich bei weit über 35 Grad Celsius liegen. Daher empfehle ich allen, die Andalusien mit dem Motorrad erkunden möchten, die Monate Juni bis September zu meiden. Der Frühling ist besonders interessant, da die Landschaft zu dieser Zeit sehr grün ist. Schon von weitem ist unser Tagesziel Arcos de la Frontera sichtbar. Sie liegt auf einem steilen Hügel und bietet atemberaubende Ausblicke auf die umliegende Landschaft. Die Stadt ist bekannt für ihre gut erhaltene Altstadt mit engen Gassen, weiß getünchten Häusern und historischen Gebäuden. Für die nächsten 2 Tage wird sie unsere Ausgangsbasis sein. Morgen planen wir von hier aus eine kleine Rundreise nach Ronda, bei der wir auch weitere berühmte Pueblos Blancos besuchen werden. Unser Hotel Los Olivos liegt sehr zentral und in wenigen Minuten erreicht man die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Arcos de la Frontera hat eine reiche Geschichte, die bis in die Zeit der Römer zurückreicht. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Stadt von verschiedenen Kulturen wie die Mauren und Christen erobert und beeinflusst. Aufgrund ihrer strategischen Lage an der Grenze zwischen dem maurischen und dem christlichen Königreich spielte Arcos de la Frontera eine wichtige Rolle während der Reconquista. Wir lassen es uns nicht nehmen, gemütlich durch die alten Gassen zu spazieren, den Ausblick vom Mirador de Abades zu genießen, uns kulinarisch verwöhnen zu lassen und den Tag erst spät nach Sonnenuntergang zu beenden. Mit leichtem Gepäck brechen wir zu unserer Tour nach Ronda auf. Vor uns liegen 228 Kilometer, die uns zu einigen der schönsten Pueblos Blancos führen werden.
Zum ersten Mal seit unserer Ankunft in Andalusien versteckt sich die Sonne hinter einigen dicken Wolken. Doch für heute ist noch kein Regen angekündigt. Schon bald erreichen wir unser erstes Ziel, Ubrique. Die Stadt ist berühmt für ihre traditionelle Lederwarenindustrie und ihre atemberaubende Lage in den Bergen der Sierra de Grazalema. Gleich zu Beginn des heutigen Tages sei gesagt: Jede Stadt oder jedes Dorf in dieser Gegend wäre einen Tagesausflug wert. Wir hätten gerne mehr Zeit gehabt, um uns ausgiebig umzuschauen. Doch leider ist es, wie es ist. Habt Verständnis dafür, dass wir nicht alles bis ins kleinste Detail zeigen können. Immerhin soll auch auf unserer Reise das Motorradfahren im Vordergrund stehen. Wir sind immer wieder erstaunt, wie konsequent die Tradition der weißen Häuser in dieser Gegend aufrecht erhalten wird. Es ist bemerkenswert, dass dies in einer Zeit geschieht, in der manche Touristendestination an der Küste eine Bausünde nach der anderen produziert. Wir genießen die Fahrt durch diese bergige Landschaft und tatsächlich scheint sich langsam auch die Sonne zu zeigen. Grazalema zählt zweifellos zu den schönsten Pueblos Blancos. Das Dorf besticht durch seine natürliche Schönheit, eingebettet in eine malerische Berglandschaft und grüne Täler, mit verwinkelten Gassen und traditionellen Charme. Es geht Schlag auf Schlag. Vor uns liegt die Stadt Ronda, hoch oben auf einer imposanten Felsklippe, die einen spektakulären Blick auf die umliegende Landschaft bietet. Hier in Ronda hat der Stierkampf eine lange Tradition, weshalb die Plaza de Toros zu den ältesten und bekanntesten in ganz Spanien zählt. Besonders beeindruckend ist die Brücke Puente Nuevo, die ein beliebtes Fotomotiv für Touristen ist. Der Bau der Brücke begann im Jahre 1751 und dauerte über 40 Jahre. Kaum haben wir Ronda verlassen, erreichen wir schon das malerische Dorf Setenil de las Bodegas. Es zeichnet sich durch seine einzigartige Architektur aus, da viele Häuser in die Klippen und Felsen der umliegenden Berge gebaut sind. Das Dorf ist zudem für seine berühmte Weinproduktion bekannt.
Es ist bereits nach 18 Uhr, als wir endlich unser letztes Ziel, Serra de la Sierra, erreichen. Die Stadt und ihre imposante Burg thronen majestätisch auf einem Hügel und bieten uns einen atemberaubenden Ausblick auf die umliegende Landschaft. Wir lassen es uns nicht nehmen und fahren bis zum Fuß der Burg hinauf, um anschließend durch die engen Gassen zurück zur Hauptstraße zu gelangen. Oh, we don't know, we think we're broken or alone. It's not true, not for me, not for you. Die Sonne senkt sich langsam dem Horizont entgegen, als wir einen letzten Stopp am Puerto de las Palomas machen. Wir haben einen wundervollen Tag erlebt und viele unvergessliche Eindrücke gesammelt. Morgen geht es weiter nach Huelva und somit an die Küste. Mit einigen Drohnenaufnahmen von Puerto de las Palomas verabschieden wir uns an dieser Stelle von diesem Kapitel. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Adios, bis zum nächsten Mal.